Hi Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Styria Bounty Rush. Heute mit einem der absoluten Favoriten aus der Serie Fire Fist Borges die Ace. Ich habe für diese Woche speziell Ace ausgewählt, da er ein blaues Element ist und mir scheint, dass momentan auf den Karten eine Übermacht von roten Elementen herrscht und ich mir damit auch einen kleinen Vorteil gegenüber der Masse verschaffen kann. Sehen wir uns gleich mal seinen Skill 1 an, I won't let you take his life. Diese Attacke gewährt uns einen knapp 400 Punkte Recovery Effekt unserer Health Points in Form von Appearance von Phoenix Marco. Der Schildeffekt wirkt 20 Sekunden und es gibt auch noch einige andere Wege, das Schild zu unserem Vorteil in der Runde einzusetzen, doch dazu später mehr. Gehen wir weiter zu Skill 2 Crossfire. Dieser Skill ist als Nicht-Charge und Charge-Attacke einsetzbar. Empfohlenerweise natürlich Charge, da wir damit den doppelten Schaden verursachen und unsere Verteidigung um 20% erhöhen können für den Zeitraum von 20 Sekunden. Weiters setzen wir den Gegner in Brand und fügen ihm im Zeitraum von 10 Sekunden nochmal 900 Schadpunkte zu. Es ist eine meiner absoluten Favoritenattacken, wenn es um die Optik geht. Kommen wir zu den Trades. Der Character Trade an sich ist nicht so besonders, doch der zweite mit dem Flame-Effekt mit einer 5% Chance wird später in Kombination mit unserer Medaille auftreten. Beim Trade 1 reduziert sich der Schaden, den wir bei der eroberten Flagge erhalten, um 30%, plus wenn sich Verbündete im selben Bereich aufhalten, wird die Cooldown-Zeit von Skill 1 um 50% reduziert, plus 20% mehr Schaden, den wir austeilen. Beim Trade 2 verhält es sich ähnlich, nur dass Skill 2 die Cooldown-Zeit um 50% reduziert wird und wenn wir mehr als 50% Health Points haben, wird 30% weniger Schaden erhalten. Der Boost Rate an sich ist jetzt nicht so etwas Besonderes, doch wenn wir einen Schaden von über 45% unserer gesamten Health Points erhalten, haben wir einen HP Recovery Effekt von 5%. Last but not least das Medal Set. Hier hat es sich aus Zufall ergeben, dass sich 3 Special Event Medaillen der Charlotte Family gefunden haben. Die Mochi Mochi Medaille bringt uns den Vorteil, dass bei Aktivierung Skill 2 Cooldown von Skill 1 reduziert wird. Mit der Smoothie Medaille machen wir uns den Vorteil zunutze, dass Ace Charaktere in Brand stecken kann und wir somit ihre Fähigkeit aktivieren, unsere HP-Punkte zu regenerieren. Mit Bero haben wir den Vorteil, dass wir, wenn wir die Treasure Gog auf mehr als 80% haben, wir 3% mehr Schaden austeilen und 3% weniger kassieren müssen. Da Ace eine Defender-Klasse ist, ist seine Hauptaufgabe, die Treasure Gog auf mindestens 100% zu bringen, womit uns nicht schwer fällt, diese Voraussetzung zu erfüllen. Da alle 3 zur Charlotte-Familie gehören, bringt uns das den Vorteil, dass wir mehrere Pair- und Trio-Effekte aktivieren. Bei den Basiswerten habe ich wieder versucht, ihn gleichmäßig überall anzuheben, um ihn als Allrounder überall einsetzen zu können. Das war genug Theorie, jetzt auf in die Schlacht. Jetzt werde ich euch gleich zeigen, was ich vorher damit gemeint habe, dass sein Skill 1 mit der Appearance von Phoenix Marco universell einsetzbar ist. Erstens hatte ich gesagt, dass es als Schild dient und zweitens könnt ihr ihn so platzieren, dass er den Flaggenmast blockiert und somit verhindert, dass der Gegner die Flagge einnehmen kann. Weiters habt ihr bestimmt gut gesehen, dass King das Schild nicht überqueren konnte und ich gemütlich von der anderen Seite die Charge-Attacke ausführen konnte und ihn gleich direkt K.O. gebracht habe. Diese Taktik lässt sich so gut wie überall wiederholen. Eine Möglichkeit, den Phoenix-Schild einzusetzen, werden wir uns gleich hier auf der Brücke ansehen. Da die Appearance von der Bandbreite so breit ist, dass wir den kompletten Brückenbereich sperren können und die Gegner somit hindern können, die Brücke zu überqueren und unseren Flaggenbereich auf unserer Seite einzunehmen. Doch mein persönlicher Favorit bleibt es einfach, das Schild aufzustellen, den Gegner ins Visier zu nehmen und ihn mit der vorgechargten Attacke ins K.O. zu befördern. Es gibt natürlich dann auch noch die Variante,
den Gegner einfach mittels des Schildes von sich zu trennen und ihn dann mit den Basisangriffen bis auf 0 zu treiben, wie wir es hier mit Sweet Admiral Cracker gemacht haben. Und danach widmet man sich einfach wieder ungestört dem Erobern der Flagge und versucht auch noch die Treasure Go ein wenig in die Höhe zu treiben. Jetzt noch ein kleines Update, was die Reichweite von Crossfire angeht. An sich sieht es aus wie eine Long-Range-Attacke, jedoch sind wir, was die Reichweite angeht, wie wir hier jetzt sehen, wirklich eher auf Midrange reduziert. Ihr werdet auf allen Maps gute Möglichkeiten finden, Skill 1 mit Appearance von Marco, der Phoenix, einzusetzen, um erstens ein ungestörtes Einzunehmen des Treasure-Bereiches zu ermöglichen, beziehungsweise in weiterer Folge die Gegner mit Einsatz des Schildes am Einnehmen der Flagge zu hindern. Mein Fazit zu Ace ist im Großen und Ganzen ein spielbarer Charakter, jedoch liegen seine Stärken absolut auf der Seite des Supportes eures Teams und in der Unterstützung der eigenen Mannschaft, im Verzögern bzw. Behindern der gegnerischen Charaktere an den Treasure-Bereich zu kommen, bzw. das Blockieren von Engstellen, um das ungehinderte Vorrücken der gegnerischen Truppen zu verhindern bzw. sie dazu zu zwingen, sich über einen Umweg zu dem nächstgelegenen Treasure-Bereich zu begeben, was euch und eurem Team wieder ausreichend Zeit verschaffen wird. Mir haben die Runden mit Ace wirklich Spaß gemacht und ich hoffe für euch dasselbe. Damit kommen wir auch schon ans Ende der heutigen Folge. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben hier oder abonniert meinen Kanal. Wir sehen uns wieder nächste Woche zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Styria Bounty Rush.